Guten Morgen. Oh, ORF. Die Österreicher haben ein eigenes Problem und ich fürchte, es wird zu einem europäischen. Also wir werden heute im Kulturministerrat ein wichtiges Thema besprechen, nämlich die Bekämpfung von Desinformation. Wir alle fragen uns natürlich auch, ob und in welcher Form Medien, ob Bots beispielsweise Einfluss nehmen können auf den Europawahlkampf. Insofern ist das Thema und bleibt es aktuell. Viele Länder versuchen tatsächlich mit eigenen Maßnahmen dagegen vorzugehen. Wir haben in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir versuchen auch tatsächlich mit Filtern Fake News auszuklammern. Was wir glauben, was gemacht werden muss, noch viel stärker als bisher, ist Medienkompetenz vermitteln an junge Leute, auch an Ältere im Übrigen. Es gibt einschlägige journalistische Schulungen. Wir haben bei der Deutschen Welle ein ganz wichtiges Format, die Truly Media. Die werden vor allen Dingen von Medienschaffenden in ganz Europa intensiv genutzt. Also Möglichkeiten des Clearings. Und ich denke, dieses Thema ist eins, was gerade die Kulturminister in Europa stark beschäftigt. Darf ich Sie auf Englisch was fragen? Ja. So I've just been wondering, you just talked about the bots, and do you think that the European Union and what's happening to go against fake news, what's happening on the European Union level is enough? No, I think we all are wondering what we can do. This is not only to filter some news, but to train young people and other users, every user, to be sensible against what is offered. So we want the platforms to make transparent how the algorithms work. And we are wondering whether we can do it. And maybe you have heard about the cleaners who put off all the terrible and hate news and so on, but it is a very ugly job, and it is better to make barriers before they enter the platforms. Well, talking about barriers, the upload filter, do you think it plays a role in the campaign right now in the European election? Surely it plays a role. It has played a role while we were talking about the copyright rules here, but it is in the minds of many voters and younger voters. But you have to speak about upload filters because not every phenomenon is a real upload filter, and we need upload filters against fake news, but we do need them to force copyright. So that's why it's a very sensible and delicate debate. Frau Ministerin, Sie haben das ORF-Mikro gesehen und haben gesagt, Sie fürchten, das österreichische Problem wäre ein europäisches. Was meinen Sie denn damit? Ich glaube, dass der Umgang mit rabiateren und radikaleren Parteien an den Rändern links und rechts uns ohnehin sehr beschäftigt und viele Menschen nervös und macht und verunsichert. Und dass natürlich solche Dinge, wie sie jetzt in diesem Video öffentlich geworden sind, auch Politikverdrossenheit nährt, weil eben doch sehr bekannte, prominente Politiker sich dort von einer vollkommen inakzeptablen Seite gezeigt haben. Das ist nicht nur im privaten Umgang nicht in Ordnung, was dort gezeigt wurde, und es geht schon gar nicht im politischen Business. Und viele Menschen, die ohnehin der Politik nicht nahestehen, fühlen sich in ihrer sehr negativen Einstellung bestätigt. Das betrifft dann auch alle sehr anständigen und ehrlichen und fleißigen Politiker, und ich fürchte, dass es das Bild des politischen Geschäfts beschädigt und jetzt dazu führen könnte, dass Kritiker der Politik, auch der EU-Politik, sich hier eher bemüßigt fühlen, wählen zu gehen und ihren Frust und ihre Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Ihr österreichischer Amtskollege Gernot Blümel von Ihrer Schwesterpartei ÖVP wird heute auch nach Brüssel kommen, inmitten der österreichischen Regierungskrise. Werden Sie ihn darauf ansprechen, beziehungsweise am Montag wird es in Österreich auch ein Misstrauensvotum geben. Das heißt, theoretisch könnte er das letzte Mal heute dabei sein. Werden Sie ihn darauf ansprechen? Dass man das letzte Mal dabei ist, das passiert immer mal wieder. Es gibt auch während der Legislaturperioden woanders ganz friedliche Ministerwechsel. Wir bedauern das immer. Herr Blümel und ich kennen uns. Ich finde es richtig und korrekt und auch mutig, dass er hier kommt, weil Business as usual muss ja auch eine Botschaft sein, dass solche
ja, ich sag mal, Beben in der Politik einen nicht völlig lahmlegen. Und diese letzte Kulturministerratstagung vor der Europawahl ist ja auch ein wichtiges politisches Signal. Insofern finde ich diese proeuropäische Geste, heute hier dabei zu sein, sehr ermutigend. Okay, vielen Dank.